Connected Papers ist ein Online-Tool, das beim Schneeballprinzip ansetzt. Das heißt, es baut visuelle Graphen, indem es zeigt, in welchem Kontext einzelne Publikationen miteinander stehen. Connected Papers gibt es seit Juni 2020 und hat den Vorteil, dass es auch deutschsprachige Publikationen beinhaltet. Ich suche mal was zum Thema Rechtspopulismus. Kriege hier eine Auswahl. Ich kann auch ganz gezielt nach ISBNs, DOIs, PubMed-IDs und so weiter suchen. Kann mir jetzt hier einen Titel aussuchen und es baut sich hier gleich so ein Graph auf. In den kann ich reinzoomen, kann den auch verschieben und kann eben sehen, in welchem Zusammenhang die Publikationen stehen. Ich bekomme hier unten immer gleich ein Abstract angezeigt, um mir einen Eindruck zu verschaffen, ist das für mich relevant. Ich kann mir das Ganze hier noch mal ein bisschen organisierter anschauen. Wie viele Zitationen sind dran? Wie umfangreich ist das Literaturverzeichnis? Wenn ich hier andere Titel entdecke, von denen ich sage, das finde ich vielleicht auch spannend, kann ich draufgehen, wieder anlesen und könnte sogar sagen, ich möchte jetzt gern davon mal einen Graphen haben. Und dann baut Connected Papers für diesen Titel wiederum einen Graphen. Der würde so aussehen. Unsere Originalpublikation ist hier und ich kann jetzt sehen, Geiges wurde von Jesse 2019 dann zitiert, Jesse wiederum von Jochem und von Panrek und so weiter. Ich habe auch die Möglichkeit, hier entweder mich zu Semantic Scholar verbinden zu lassen oder über die DOI auf die Publisher-Page zu gehen oder in Google Scholar zu suchen. Ich kann das mal ausprobieren. Dann lande ich in dem Fall bei Springer und hätte auch gleich mein PDF dazu. Was leider nicht so ganz toll funktioniert, ist der Export der Daten. Das wäre natürlich großartig, wenn man es gleich ins Literaturverwaltungsprogramm packen kann. Man kann die zwar downloaden, es wird auch eine BibTeX-Datei gebildet, die ist aber sehr rudimentär in den Metadaten. Das heißt, es werden die Autoren nicht gescheit ausgelesen und alles sowas, wie ist das Journal, aus welchem das stammt oder wichtige Angaben, die man zum Zitieren braucht, die fehlen tatsächlich. Das heißt, dann wäre es doch wieder schlauer, über die einzelnen Titel zu gehen und die in Citavi zu packen. Aber um Überblick zu bekommen zum Thema, wer schreibt denn dazu und was für Quellen gibt es noch dazu, ist es ganz gut. Voraussetzung, damit es dabei ist natürlich, dass eine DOI vorhanden ist. Das heißt, rein analog publizierte Quellen werden da offensichtlich nicht mit ausgewertet.